Wie klingt Natur eigentlich? Es wird immer schwieriger, so stille Orte zu finden, die von menschlich erzeugten Geräuschen befreit sind. Er hat uns dann auch immer wieder irgendwo hingelockt, wo wir wahrscheinlich nicht hingefilmt, hingeschaut hätten. Wir wollten etwas machen, das vielleicht ein bisschen einen funky Touch hat und ein bisschen belebter ist und die jungen Menschen mehr anspricht. Der erste Nationalpark, wo wir begonnen haben zu drehen, das war der Nationalpark Gesäuse. Da hat es uns gleich beim ersten Tag einmal gezeigt, okay, das wird nämlich auch anstrengend. Wo man sich auf den Berg hinauf schleppt. Bei unserem Trip in das Gesäuse war ich sehr erstaunt, wie wir dann oben auf dem Berg waren, dass man da wirklich überhaupt nichts mehr hört, dass da Stille ist. Ja, das kann man machen, ja. Auf einmal hört man den Park auch, einfach durch das, ihn zu beobachten, was er da einfängt. Und was auch kaum hörbar ist, mit den Spezialmikrofonen hat er ja sogar die Sounds aus dem Ameisenhaufen rausgezogen. Und es war dann auch so ein Ping-Pong-Spiel, so wo richtet er jetzt den Fokus hin, wo richten wir die Kamera hin, was sehen wir, was hört er. Ich habe natürlich so Standard Field Recorder mitgehabt mit Kondensatormikrofonen, aber es waren auch zum Beispiel Hydrophone sehr oft im Einsatz, also Unterwassermikrofone, wo man dann sich anhören kann, wie die Donau eben unter Wasser klingt, wo auch ein paar sehr interessante Sachen rausgekommen sind, wie man hört dann den Schotter sich ganz leicht bewegen, also es sind so versteckte Klänge, die man damit zum Vorschein bringen kann. Und dann habe ich natürlich auch Kontaktmikrofone verwendet, das eben keinen akustischen Schall überträgt, sondern Körperschall, das heißt Vibrationen. Im Gesäuse neben dem Jonsbach haben wir eben Treibholz gefunden und da haben wir dann sehr lange gesucht, dass wir so ein Mini-Xylophon basteln und das kommt auch vor, das ist so hin und wieder die Hookline von unserem Stück. Der Übertitel, der über dem Gesamtprojekt des Filmes steht, ist Nationalparks Austria Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eine Informationsoffensive, die die Dachmarke, die sich Nationalparks Austria nennt, stärken soll. Und diese Dachmarke ist relevant für alle Nationalparks in Österreich und getragen wird dieses Projekt von Umweltdachverband, gemeinsam in Partnerschaft mit dem Lebensministerium und natürlich in Zusammenarbeit mit den Nationalparkverwaltungen. Was für mich sehr faszinierend war, waren die Unken im Nationalpark Neusiedlersee, die ja richtig so Musik miteinander spielen, die kommunizieren mehr oder weniger immer mit zwei Tönen und das erzeugt immer ganz spannende rhythmische Überlagerungen und das haben wir natürlich auch verwendet in dem Track. Im Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel kommen die Birdwatcher komplett auf ihre Kosten. Im Nationalpark Theiertal empfiehlt sich absolut ein Waldspaziergang bzw. auch kleine Bergtour bis auf den Umlaufberg hinauf. Nationalpark Donauauen verbindet auch die beiden Städte Wien und Bratislava, eignet sich hervorragend für Bootstouren, bietet wunderschöne Einblicke und vor allem ganz romantische Einblicke in die Altarme der Donau. Nationalpark Gesäuse, der lädt ein zu actionreichen Tätigkeiten, Klettern, Mountainbiken, Rafting-Touren. Im Nationalpark Kalkalpen kann man auf jeden Fall unter anderem gerne sich auf die Spuren des Luchses machen und auch eine Höhlenwanderung. Nationalpark Hohe Tauern bietet aufgrund der hochalpinen Landschaft natürlich ein fantastisches Panorama. Fantastisch, man kann in Gebiete gehen wie Großglockner oder Pasterze, also man hat wirklich eine Gletscherlandschaft, die gewaltig ist. Was ich extrem schön finde, wenn wir das mit dem Projekt erreichen, ist, dass die Leute, die den Nationalpark besuchen, dann auch wieder mehr hinhören lernen und dass man quasi auch den Sinn für das Akustische wieder sensitivieren kann. Nehmt euch Zeit, richtig entspannt, in Ruhe, irgendwo mitten in den Park sitzen zu bleiben, zu schauen, zu hören, sie einfach von der Natur auch berühren zu lassen, richtig einzutauchen. Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Gesichter hier sind. Wir wollen die Dachmarke Nationalparks Austria stärken. Das Buffet war
genial. Wie der Nationalpark hat es ausgeschaut? Es ist halt eines der schönsten Sachen, wenn man vom Berg rauf geht. Es ist einfach ruhiger, es ist leiser, aber man hört den Wind. Oder an Falken oder an Adler schreien. Man hört die Latschen rauschen. Man hört irrsinnig viel. Ich habe mir nämlich vorgenommen, mit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 6, in einen Nationalpark zu fahren, um mir wirklich Zeit zu nehmen. Und ihr beizubringen, dass man sich Zeit nehmen muss und zuhören muss. Und das ist das Tolle an dem Film und das hat mich inspiriert. Wir wollen, dass die Leute hinausgehen in die Nationalparks, dass sie gar nicht in die Ferne reisen, sondern einfach in Österreich bleiben und einmal entdecken und sehen, was es hier alles zu erleben gibt und welche Möglichkeiten die Nationalparks bieten. Und dass es überhaupt nicht notwendig ist, irgendwie in die Ferne zu schweifen, denn die fantastischen Nationalparks liegen wirklich direkt vor der Tür.